So, hallo liebe Technikinteressierte und treuen Zuschauer. Ich habe heute noch ein bisschen ein interessanteres Thema. Ähm, und zwar geht es darum, wie stelle ich Lenkerstummel auf mich ein, beziehungsweise wie richte ich sie zueinander aus. Gibt ja, also man hat immer das Problem, wenn man Lenkerstummel wechseln muss oder umstellen muss. Wie bekomme ich das hin, dass beide im gleichen Winkel sind, dass beide in etwa einen gleichen Abstand haben, sonst sitze ich schräg auf dem Motorrad und so weiter. Und da gibt es natürlich zig Methoden. Gibt natürlich Einstellwerkzeuge für 70, 80, 90 Euro. Es geht aber auch einfacher. Ich werde euch heute die Methode gut und günstig zeigen. So, was wollen wir tun? Wir wollen diese Lenkerstummel hier gerade zueinander ausrichten. Ja, ich habe sie schon mal gelöst. Jawohl, verliert die Schraube noch. Genau, die sind schon gelöst. Und natürlich, in welchem Winkel ich sie genau brauche, das muss man natürlich selber herausfinden. Das hat mit der Sitzposition zu tun, das hat mit den Klamotten zu tun. Das hat damit zu tun, fahre ich Hang-Off extrem, fahre ich wenig Hang-Off, fahre ich gar kein Hang-Off. Ja, wie sitze ich auf dem Motorrad, habe ich mehr Belastung nach vorne. Das kann ich auch aufdrehen, oder ändern, indem ich hier die Lenkerstummel weiter aufmache. Dann wird sich natürlich hier auch der Winkel ändern und dann kommen die Lenkerstummel ein bisschen höher. Dafür werden sie natürlich auch wieder weiter. Also das muss jeder für sich selbst herausfinden und einstellen. Es gibt da so Grundwerte, aber prinzipiell muss man das selber machen. Genau, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und wie man sie zueinander ausrichtet in der Methode gut und günstig. Gut, also gehen wir die Sache an. Ich habe jetzt hier diesen Lenkerstummel, also den linken, arretiert, so wie ich es für mich wahrscheinlich brauche. Ist ja auch schnell wieder verstellt, sollte es nicht so sein. Ganz wichtig bei der R132, ihr seht, ich habe hier die Gabel durchgesteckt. Ich brauche ein bisschen mehr Gewicht auf dem Vorderrad, weil ich relativ kurz gewachsen bin. Und da ich relativ kurz gewachsen bin, ist mein Oberkörper natürlich relativ weit hinten auf dem Motorrad. Und wenn er hinten auf dem Motorrad ist, habe ich kein Gewicht auf dem Vorderrad. Also muss ich weiter übers Vorderrad kommen. Was mache ich? Ich habe hier die Gabel durchgesteckt auf beiden Seiten um etwa 1,5 cm, also 15 mm. Genau, damit habe ich mehr Gewicht auf dem Vorderrad. Jetzt aber für unsere Sache hier nicht entscheidend. Trotzdem ist es wichtig, wenn man bei der RN32 die Lenkerstummel kontert, dann immer mit Drehmoment arbeiten, und zwar mit den Angaben des Herstellers. Also sind es jetzt Zubehörstummel wie hier, dann ist es angegeben mit 22 Newtonmeter, die Klemmschraube hier mit 22 Newtonmeter, und beim Original sind es 32 beim Original Lenkerstummel. Warum das unterschiedlich ist, weiß ich nicht, hat irgendwas mit dem Material zu tun. Warum müssen wir hier genau mit dem Drehmoment arbeiten? Erstens natürlich, damit sich das Ganze nicht löst. Wäre blöd, ich bremse hier eine Kurve an und auf einmal haut mir der Lenker hier ab. Das wäre natürlich ganz schlecht. Zum anderen, diese Gabel, die Kayaba-Gabel, die ist relativ empfindlich hier auf Druck, und das ist schon einigen RN32-Fahrern passiert. Die haben hier zu fest geklemmt und hier oben auch zu fest geklemmt, und dann hat sich die Gabel nicht mehr bewegt. Das läuft so knapp innen drin,
die Cartridge innen drin und der Dämpfer, das läuft so knapp im Rohr, dass man tatsächlich, wenn man hier zu fest klemmt, das Rohr auf Druck bringt und dementsprechend innen drin die Cartridge sich nicht mehr bewegen kann. Und das ist dann ganz schlecht. Da habe ich auf einmal nach dem Anbremsen oder beim Anbremsen macht mir die Gabel nicht mehr auf, ja, und bleibt unten. Nun habe ich natürlich keine Federwirkung mehr und bin auf Block und das kann übel enden. Da muss man bei dieser Gabel sehr aufpassen, die ist da sehr, sehr empfindlich. Wenn man das aber mit Drehmoment macht und nach Angaben passiert da nichts, dann funktioniert das auch und genau. So, das denke das hinreichend erklärt, warum man hier sauber arbeiten sollte. Genau, jetzt habe ich das eine Teil hier ausgerichtet. Für mich habe es angezogen, noch nicht fest, aber so, dass es hält. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, wie bringe ich jetzt diese Seite hier auf den gleichen Winkel. So, und jetzt werden wir ganz einfach einen handelsüblichen Doppelmeter oder Zollstock nehmen. So, klappen wir den mal zusammen. Dann nehmen wir hier einfach 2 Glieder auf, so dass wir auch ein bisschen Material haben. Und jetzt machen wir das ganz einfach. Ich richte das jetzt hierhin aus. So. Was tun wir? Wir legen einfach nur den Meter hier oben drauf. Gucken, dass wir hier optisch über dem Lenker sind. Ja, wie gesagt, das ist die Methode gut und günstig. Das ist nicht hundertprozentig, aber hat bis jetzt immer funktioniert und gereicht. So, jetzt haben wir vom arretierten Lenkerstummel hier das Maß. Oder besser gesagt den Winkel. Das sieht man jetzt hier ganz gut. So, ich muss die Kamera mal ein bisschen drehen. Ja, wir können es auch mal von oben zeigen noch. So, jetzt sind wir genau auf dem Lenkerstummel. Und das passt soweit. So, und jetzt machen wir einfach was ganz Einfaches. Jetzt nehmen wir das weg. Machen das ein bisschen länger, weil das spielt ja keine Rolle. So. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach. So. Und halten es hier an. Und wenn wir jetzt das hier anhalten, jetzt sehen wir hier. Gehen wir mal auf die andere Seite. Dann sehen wir hier die Schraube, die werde ich noch verlieren. So, jetzt haben wir es hier ausgerichtet und jetzt sehen wir, hier stimmt der Winkel nicht. Ja, wir sind hier neben dem Winkel. So, also machen wir hier ganz einfach auf. So. Und jetzt sind wir auf dem richtigen Winkel. Jawohl. So. Das passt mir noch nicht ganz. So, machen wir das anders. Machen wir jetzt noch ein Glied auf. Oder auch 2. So. Jetzt können wir hier ganz einfach wieder auf über den Lenkerstummel gehen, bis wir den Winkel haben. So. Genau. Jetzt passt's. Und jetzt wird einfach leicht festgezogen. Dann kontrollieren wir das nochmal. So, jetzt sollte es eigentlich stimmen. Wir werden das jetzt nochmal kontrollieren. Einmal auf der Seite.
So. Jawohl, wir sind hier auf dem Winkel, das passt. Sehr gut, genau drüber. Jetzt gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ja, passt auch. So. War eigentlich ganz einfach. Ja. Da kann man sich theoretisch auch aus dem Schreinereibedarf ein Winkelmesser holen oder im Prinzip auch einfach nur. So, sind wir kurz unterbrochen worden. Also, das war jetzt die Methode gut und günstig. Einfach mit dem Zollstock, mit dem Meter den Winkel bestimmen und dann einfach arretiert. Erst eine Seite, dann umdrehen, haben wir die andere Seite, hat man genau denselben Winkel. Gibt natürlich eben die Möglichkeit, zwei Holzlättchen zusammen, also mit einem Loch zusammenzuschrauben und mit einer Flügelmutter, dann kann man das auf und zu machen und kann das auch arretieren. Oder eben aus dem Schreinereibedarf ein Winkelmesser. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich eben auch Spezialwerkzeuge, die man zum Beispiel hier durchs Rohr, also durchs Lenkrohr arretieren kann, also hier reinsteckt und dann hat man hier eben so eine kleine Verlängerung und hier zum Einstellen. Wer es braucht, wer es oft macht, wer das professionell macht, braucht das sicher oder wer es besser natürlich, sieht natürlich auch besser aus auf der Rennstrecke, wenn man das mit so einem Gerät macht wie mit dem Zollstock. Aber für mich hat es bis jetzt immer gereicht in den letzten 25 Jahren und ja, ging problemlos. Und ja, das war einfach kurz und bündig, wie stelle ich den Winkel vom Lenkerstummel ein. Dankeschön fürs Zuschauen.